Dü, 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 dü. Es ist 16 Uhr. Die Nachrichten. Ja, genau. Endlich ist es soweit. Wir beantworten eure Fragen, die ihr uns unter dem FAQ-Video gestellt habt. Es waren so viele Fragen, wir wussten gar nicht, was wir da alles beantworten sollen und auch vor allen Dingen so interessante Fragen. Es sind Fragen dabei gewesen, die wirklich für uns lebensverändert sein werden. Die haben wir uns so in der Form noch nie gestellt. Allen voran also mal vielen Dank für eure tollen Fragen. Es waren auch eigentlich gar keine blöden Fragen dabei oder zumindest nicht viele, was ich so gesehen habe. Aber sehr viele. Die meisten von euch haben sich da wirklich viel Zeit genommen und haben auch nichts gefragt, was wir in den Videos schon beantwortet haben, was uns darauf schließen lässt, dass ihr unsere Videos anschaut und nicht nur für 3 Sekunden reinklickt und dann wieder auf ein anderes Video wechselt, was sehr gut ist. Das freut uns natürlich auch. Und ja, Rita und ich haben uns heute mal unsere neuen Trinkflaschen aus dem Legoland geschnappt. Genau, damit wir gestärkt sind. Meine kennt ihr ja schon. Ich habe mir dann im Schnäppchenzelt noch diese gekauft hier mit Emmet, Lucy und Co. um, glaube ich, 6 Euro oder so. Ein edles Getränk hineingefüllt und es geht schon los. Ein edles Wasser. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen mit der Frage von Noppensteinchen. Und da wurde gefragt, was sind eure Lego-Projekte für die nächsten Monate oder Jahre? Das war mal die erste Frage und dann komme ich noch zur zweiten. Ich glaube, das ist schon mal eine Frage, für die man mehrere Videos aufbrauchen könnte. Wir versuchen uns aber kurz zu fassen. Also ja. Bitte, Rita. Wenn man sich kurz fassen soll, genau, dann macht das ich. Für die nächsten Monate, Jahre, ja, wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis wir wirklich unsere Stadt fertig bauen können. Ob die jemals fertig ist, wir wissen es nicht, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall die Stadt das Hauptprojekt. Aber wie lange das dauern wird, keine Ahnung. Es kommen sicher Mocks dazu, es kommen sicher Sets dazu, die normal herausgegeben werden von Lego. Sie werden eingebaut, es werden Szenen gebaut, aber ja. Genau, unser Plan ist auf jeden Fall, dass wir alles mal so schön gestalten wie unseren Downtown-District. Das heißt, mit allen Gehsteigen fertig verfließt, mit allen Figuren und so weiter. Wir haben vor, jetzt mal den Strand aufzumöbeln, denn jetzt ist gerade Sommer, das bietet sich jetzt gerade noch an. Dann werden wir den hinteren Bereich, wo der Vergnügungspark ist, sicher nochmal aufmöbeln, der Bereich, wo die Eisenbahnen fahren. Dann werden wir vielleicht, wenn es etwas kälter wird und wir wieder Lust auf Winterdorf haben, sicher auch mal das Winterdorf fertig bauen. Da haben wir jetzt endlich die weißen Bodenplatten dafür bekommen. Stimmt. Und wenn alles fertig ist, dann werden wir in den Untergrund gehen. Viele von euch wünschen sich eine U-Bahn. Ich glaube, das ist auch in den Fragen vorgekommen. Genau. Und wir werden dann noch unterirdisch eine Unterwasserlandschaft bauen. Ein Mittelalter-Diorama wünschen wir uns schon lange. Also langweilig wird uns auf keinen Fall. Nein. Euch hoffentlich auch nicht. Genau. Und ich glaube, da können wir zur zweiten Frage da kommen. In welchem Arbeitsbereich wir arbeiten. Das ist sehr oft gekommen, was unser Beruf ist, was wir arbeiten. Ist eigentlich nicht so interessant, aber gut, wenn ihr es wissen wollt. Wir reden auch in unserem Beruf sehr viel. Wir würden gerne bei Lego arbeiten, aber leider haben uns die nicht genommen. Jetzt müssen wir unser Leben als Lehrer bestreiten. Genau. Deswegen auch die Frage, wieso haben wir teilweise sehr viel Zeit? Genau. Das hast du jetzt aber nicht gesagt. Ich möchte nur anmerken, ich arbeite momentan eine 40-Stunden-Woche. Ja, das ist sehr brav. Das ist wahr. Aber nur, ich glaube, von Herrn Wolfgang Voigt ist die Frage gekommen, ob wir vielleicht Top-Manager sind. Nein, sind wir nicht. Also wir haben schon mehr als Zeit. Rita hat momentan Sommerferien, das ist gut. Genau. Gut. Dann die Frage, wie teuer unsere Lego-Sammlung war, denn die ist ja riesig. Ich kann es euch auf jeden Fall nicht beantworten, ich weiß es nicht. Ich kann es euch auch nicht beantworten, keine Ahnung. Das ist eine Sammlung, die seit fast 30 Jahren im Entstehen ist. Ja. Wir können nur schätzen, also es wird sich auf jeden Fall ein schönes Auto drum ausgehen, ein neues. Aber wie viel das genau wert ist, wir haben zum Teil unsere Sets bei Bricklink eingegeben, bei Brickset eingegeben.
Aber wie viel das genau wert ist, wissen wir gar nicht. Auf jeden Fall wird es schon ein stattliches Sümmchen sein. Also im fünfstelligen Bereich sind wir da auf jeden Fall. Und das Gute ist eben, oder das Gute für uns quasi, ist eben, dass es schon so lange, ja, die Sammlung schon so lange besteht. Also wir haben schon, oder Christoph hat schon früh angefangen, ich ja eher weniger. Und über die Jahre dann geht das, ja. Wenn man sich das alles jetzt auf einmal kaufen würde, ja, dann wäre das sicher nicht teuer möglich. Ja. Wir haben auch viele der Sets extrem günstig bekommen. Da waren Zeiten, wo Sets bei den Kleinanzeigen wirklich verramscht wurden und aus Konvoluten haben wir auch ziemlich viel zusammengebaut. Also wir haben nicht jedes Set neu in der Schachtel zum aufgerufenen Preis gekauft. Nur so viel dazu. Genau. Dann haben wir von Flixbricks eine Frage, nämlich wann wir aus dem Dark Age gekommen sind. Von mir kann ich sagen, ich glaube, ich hatte nie sowas wie ein Dark Age. Du warst immer Lego-Fan. Nein, aber ich war, okay. Ich war ein großer Belleville-Fan. Ich weiß, das darf man eigentlich nicht sagen. Mädchenserie, warum? Kein Problem. Genau. Und da habe ich dann einfach, okay, irgendwann einmal damit aufgehört. Eigentlich wäre ich nie aus dem quasi Dark Age gekommen, wenn ich nicht Christoph kennengelernt hätte. Das heißt, wann war das? 2013. Ja. Und ich war in meinen Dark Ages so ungefähr von 12, 13 bis 17 ungefähr. Und dann habe ich mir wieder den Emerald Knight gekauft und war verzaubert und bin es seitdem. Eine schöne Geschichte. Finde ich auch. Dann ist auch die Frage, was unser Lieblingsstein ist. Das finde ich sehr einfach für mich zu beantworten. Überleg du noch ein bisschen. Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Nämlich bei mir sind es sicher die Wassersteinfliesen. Also quasi diese transparent blauen Wasserfliesen, die sind eindeutig meine Lieblingssteine. Das ist eine gute Idee, ja. Dann sage ich, mein Lieblingsstein ist das Lego Krokodil. Weil das ist eigentlich nicht ein Stein, das besteht aus mehreren, weil ja da der Schwanz extra ist und glaube ich auch die Schnauze, egal. Ich sag das Krokodil. Okay. Warum auch immer. Okay. Bist du eher so einer, der schnappt? Vielleicht. Okay. Dann Lego 9 Volt Fan hat geschrieben, ob unsere Stadt 100% aus Lego besteht. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal beantwortet. Ja, allerdings haben wir bei den Bodenplatten ein bisschen geschummelt, da es die von Lego erstens nur zu horrenden Preisen gibt und zweitens auch nicht in allen Farben. Also einige der Bodenplatten sind nicht von Lego, sonst ist alles original. Da könnt ihr auch kontrollieren kommen, wenn ihr wollt. Super Idee. Genau, wenn wir das mit den Bodenplatten, ich glaube, das haben wir uns mal ausgerechnet, dann würden wir wirklich pleite gehen und dann gäbe es auch wahrscheinlich keine Videos mehr. Wir haben da einen Anbieter gefunden, der verlangt so etwa 2 Euro bis 2,50 Euro für eine große Bodenplatte und das ist dann vertretbar, denke ich. Genau. Dann haben wir noch von Building and Gaming eine Frage bekommen, was unser Lieblingsset ist, das ich auch sofort beantworten kann, nämlich das Disney Castle. Ich weiß, das überrascht euch jetzt alle, aber es ist leider so. Das Disney Castle und ich kann mich nicht entscheiden, es ist entweder der Airport Shuttle aus dem Jahr 1990 oder die Ninjago City, wenn es um etwas neuere Sets geht. Das sind meine Favoriten. Auch nicht schlecht. Keine schlechte Wahl. Ja. Dann haben wir von Lego Maschlachs haben wir sehr, sehr, sehr viele Fragen bekommen. Seit wann sammelt ihr Lego? Ich glaube, das haben wir gerade schon Also ich seit 1993, 92, 93 irgendetwas, ja. Bei mir wahrscheinlich 1-2 Jahre später, glaube ich, wo ich mein Belleville-Set bekommen habe. Da war ich circa 5, glaube ich. Genau. Wie alt seid ihr? Habt ihr ein Tattoo? Ich glaube, wenn ihr die Videos genau angeschaut habt, habt ihr schon gesehen, dass ich ein Tattoo habe. Christoph übrigens nicht. Ich keines. Ich bin 30. Das Alter der Dame verrät man nicht. Ich sage euch, sie ist um einiges älter. So doof. Das stimmt nicht. Und wo bestellt ihr am meisten Lego? Auch vielleicht eine ganz gute Frage. Auf Bricklink, ganz einfach. Dort haben wir bisher das Gros an Teilen bestellt, was wir in unsere Stadt eingebaut haben. Wenn es geht es da um Einzelteile oder um Sets? Da steht auch nur Lego. Ja, also ich glaube Bricklink, wenn man das so beantwortet und die Sets kaufen wir
je nachdem. Zum Teil im Spielzeugladen um die Ecke, zum Teil bei den großen Versandhäusern, das ist ganz unterschiedlich. Genau. Wann wir uns kennengelernt haben, habe ich auch gerade schon beantwortet. Und wann habt ihr mit YouTube angefangen? Wann haben wir uns denn kennengelernt? Jetzt überprüfe ich dich mal. Okay, kennen und lieben gelernt 2013. Ja, aber ich kenne dich schon etwas länger. Das stimmt, das stimmt. Kennen tun wir uns wirklich schon, glaube ich, mehr als 10 Jahre. Kommt übrigens auch dann später noch die Frage, wo wir uns kennengelernt haben. Bin mir nicht sicher, wo das war. Dann beantworten wir das jetzt gleich. Das war leider nicht auf einer Lego-Messe. Nein, auch nicht in einem Lego-Shop. Auch nicht in einem Lego-Shop, aber das war ganz professionell an der Uni. Und mit YouTube angefangen haben wir so richtig professionell, wie es dann losgegangen ist mit Building Bricks for Happiness. Genau. Zu Beginn dieser etwas seltsamen Corona-Zeit. Ich glaube, das war im März 2020. Ja. Vorher haben wir uns nicht vor die Kamera getraut. Nein, aber jetzt geht es dafür umso mehr. Dann von Stefan Werner ist die Frage gekommen, welches war euer erstes Lego-Set und wann habt ihr es bekommen? Das überfragt mich dezent. Es war ein Belleville-Set. Es war ein riesengroßes Belleville-Set mit so einer Stiege rauf und Babybetten und allem möglichen, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das Set war. Haben wir sogar vor kurzem mal ausgeschlachtet, weil wir da Teile für was anderes gebraucht haben. Und ich war, glaube ich, 5 oder so, aber ich bin mir nicht mehr. Und mein erstes Set war von der M-Tron-Serie, ich weiß jetzt die Setnummer nicht auswendig, so ein kleiner Mars Rover, da weiß ich noch ganz genau, mit so einem gelben, transparenten Scheibenteil und auch mit so Antennen, den habe ich auch noch immer irgendwo in einer Kiste drin. Ich glaube, das war so 1992 ungefähr. Ja, also schon sehr früh. Schon sehr früh, ja. Dann von Cymox 300 die Frage, was haltet ihr von alternativen Klemmbausteinen? Hier ist nicht die Rede von Plagiaten natürlich, sondern einfach nur von Alternativherstellern. Mögt ihr sie und so weiter und so fort. Ja. Finde ich eigentlich ganz cool. Es gibt sehr viele coole alternative Klemmbausteinhersteller, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass wir uns auf Lego quasi beschränkt haben, denn das ist auch genug Arbeit, muss ich sagen. Ja, also ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal in den Kommentaren erwähnt. Wir beobachten den Markt sehr genau. Diese Alternativen werden noch immer besser und immer cooler. Aber wir haben uns jetzt mal dafür entschieden, bei Lego zu bleiben, denn das ist für uns das ist einfach unser Geschäftsfeld. Da kennen wir uns aus, da wissen wir auch, was die Steine so können, was die Steine wert sind. Und wenn wir da jetzt alle möglichen anderen Hersteller mit reinnehmen würden, dann würde das jedenfalls für uns ein großes Chaos werden. Mal sehen, ob sich das mal ändert, wir wissen es nicht, aber im Moment bleiben wir mal bei denen. Vielleicht auch, wenn wir das quasi restliche Haus übernehmen und dann nicht nur den Dachboden quasi ausbauen. Vielleicht. Für jedes Stockwerk einen Hersteller, das wäre cool, ja. Ach, das ist übrigens nur Wunschdenken, das passiert sicher nicht. Max Z hat geschrieben, ob wir ein Konzerthaus planen und ein großes Museum zu bauen planen, denn er weiß, dass wir schon ein Museumsset haben, aber ein großes. Das wäre auf jeden Fall eine coole Idee. Also ein Konzerthaus haben wir uns noch gar nicht überlegt. Das wäre auf jeden Fall ein wahrer Hingucker in unserer Stadt. Da müssten wir uns mal ansehen, was es da alles so gibt. Ja. Auf Rebrickable und die anderen Seiten. Und ja, mit dem Museum, wir haben 2 so kleine Museen, die beide aus der City-Serie sind. Die wollten wir mal zu einem größeren Museum zusammenbauen. Da haben wir sogar schon ein bisschen Platz gemacht, dort wo diese beiden Schmuckstücke stehen, aber wir haben da noch kein wirkliches Konzept ausgearbeitet. Das werden wir in nächster Zeit wahrscheinlich mal machen. Gute Idee auf jeden Fall. Danke für die Frage. Dann German Model Fan hat geschrieben, ob wir mal ein Video von der Lego-Sammlung und allen Sets machen könnten. Da haben wir schon mal ein relativ umfangreiches Video gemacht. Über unser Archiv quasi. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das Video heißt, aber wir können es sicher gern oben verlinken und dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal anschauen. Da ist natürlich jetzt wieder was dazugekommen, aber das kann man nicht immer aktuell halten, das ist ganz klar. Das stimmt.
Dann Jurassic Raptor hat geschrieben, ob wir auch einen Flughafen planen in unserer Stadt und auch einen Bahnhof. Zum Thema Flughafen, ja, den planen wir schon länger. Da haben wir auch schon tolle Pläne eigentlich. Wir haben mehrere Flugzeuge, wir haben so Beförderungsfahrzeuge, wir haben Tower, wir haben auch ein Frachtflugzeug. Das Problem ist irgendwie, dass der Flughafen so viel Platz in Anspruch nehmen wird, dass wir immer, wenn wir zwar erweitern oder wieder mal wo Platz machen, uns denken, und hier könnte der Flughafen hinkommen, so schnell kann man gar nicht schauen, ist die Platte zur Hälfte verbaut und das muss dann schon gut aussehen. Wir wollen den Flughafen nicht irgendwo ins Stadtzentrum quetschen, wo dann kein Platz ist. Und einen Bahnhof, ja, wir haben mehrere Lego City Bahnhöfe und wir planen dort, wo jetzt dieser Bahnsteig ist, direkt am Stadtzentrumsrand, planen wir noch einen großen Bahnhof, aber das wird sicher noch ein bisschen dauern. Ja, leider bauen wir nicht so schnell, wie wir uns das wünschen manchmal. Aber gut, wir haben ja Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Genau. Dann Nevi25 hat geschrieben, und das finde ich echt mal eine coole Frage, und es wäre super, wenn es so wäre. Wenn wir 1 Million Euro zur Verfügung hätten, was würden wir machen? Lego-technisch oder ganz generell? Es steht generell. Aber da wüssten wir schon einiges. Ja, zum Beispiel, ich würde da auf eine noch größere Fläche umsteigen, als die wir jetzt schon haben und sicher den ein oder anderen Lego-Stein einkaufen, wenn ihr das so wissen wollt. Ich glaube auch. Da geht sich, glaube ich, die ein oder andere nette Sache aus. Auch vielleicht ein Urlaub in ein anderes Legoland, nicht nur Günzburg. Also da gäbe es einige Sachen, die wir machen könnten. Es wäre ein Traum, es wäre wunderbar. Ja, leider spielen wir nicht mal Lotto oder sowas, also kann es uns wahrscheinlich eher weniger passieren. Genau. Dann unser Lieblings-Modular-Building. Greengrocer. Okay. Meins ist, glaube ich, das, wo der Standesamt drinnen ist. Ist es das Rathaus? Also das Rathaus. Die Dame ist wieder romantisch hoch 3. Das Rathaus, die Town Hall. Genau. Wobei, ich bin gerade am Nachdenken, mein Lieblingsmodular war eigentlich immer das Stadtleben. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt Greengrocer gesagt habe. Sagen wir Greengrocer und Stadtleben, beide. Okay, das lasse ich jetzt mal gelten. Dann, Dena29 hat geschrieben, habt ihr jeweils auch Lego-Sets, die nur dem einen oder dem anderen gehören? Und dann ist auch später noch die Frage gekommen, ob es Teile in der Stadt gibt, die nur von dem einen oder anderen quasi bebaut werden dürfen. Das ist eine gute Frage und ihr habt euch das sicher schon des Öfteren gefragt. Die Einteilung ist ja nicht ganz strikt, aber jeder hat so seine Interessensgebiete. Rita hält sich eher von den Eisenbahnen fern. Ich lasse sie dafür im Vergnügungspark machen, was sie will. Also es ist schon so, dass wir uns teilweise gegenseitig helfen und auch beim anderen mitbauen, bei dem seinen Projekten, aber wie der liebe... Genau, von Zabertak ist die Frage gekommen, ob nur gebaut und berührt. Genau, auch an den Kollegen aus Holland. Wir bauen da querfeldein und zum Teil auch etwas unorganisiert, aber natürlich hat so jeder seine Präferenzen. Aber es dürfte, glaube ich, jeder beim anderen mitbauen. Ich bin jetzt nicht böse, wenn du meine Eisenbahnen aufstellst und die Gleise wieder veränderst, müssen wir schauen. Aber zusammen ist das kein Problem. Nein, ich glaube auch. Lego-Sets, die nur dem einen oder anderen gehören, auf jeden Fall. Ich glaube, der Großteil gehört dir, weil es gehört einfach dir. Wobei wir haben uns viele Sachen jetzt in letzter Zeit auch gemeinsam gekauft und da wir jetzt verheiratet sind, ist sowieso die Geschichte 50-50. Ist sowieso hinfällig. Ich würde da nicht sagen, dass die Lego-Stadt nur mir gehört. Also das ist auch unser Projekt, das haben wir von Anfang an gesagt und deswegen, du hast ja auch schon einige Sets gekauft, wie zum Beispiel das Disney Castle oder einige andere Sachen und da würde ich auch sagen, dass die vielleicht mir ein bisschen gehören. Okay, das lasse ich mal so gelten, das finde ich okay. Gut. Dann, Andreas Sattler hat noch gefragt, wie viele Leute an der Stadt mitbauen? Das sind hauptsächlich wir beide. Und dann haben wir noch ein paar Assistenten, das sind allen voran Ritas Mutter und meine Mutter. Ja.
Und dann haben wir noch Spezialisten, zum Beispiel auch meine Schwester, die sehr gerne mitbaut, oder zum Teil auch unsere Väter, die uns versorgen mit Nachschub. Die gehen sehr gerne einkaufen und nehmen uns dann immer wieder mal ein Set mit. Das ist ganz nett. Ja. Aber ja, die Zahl ändert sich immer wieder mal. Das stimmt. Aber ich würde sagen, also es sind auf jeden Fall 4 Personen, die sehr stetig an der Stadt bauen, würde ich mal sagen. Genau. Wollt ihr die Stadt endgültig fertigstellen oder sie stetig umgestalten, umbauen, auch von Andreas Sattl? Ich glaube, das ist ein Projekt, welches nie ganz fertig sein wird. Einerseits bringt ja Lego immer wieder neue Sets heraus, die wir vielleicht in die Stadt integrieren wollen. Andererseits gibt es sicher immer irgendwas, was noch nicht ganz fertig ist in unseren Augen oder wo wir wieder andere Ideen haben. Wir sehen es sogar jetzt schon. Zum Teil sind die Bereiche, die wir vor 2-3 Monaten gemacht haben, in unseren jetzigen Augen wieder etwas verbesserungswürdig, aber wir können nicht überall gleichzeitig sein. Leider nicht. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein Projekt sein, was uns, ich hoffe, einige Jahre begleiten wird. Ich hoffe auch. Und außerdem, je mehr Sets rauskommen, es wird irgendwann einmal schwierig mit dem Platz werden. Aber da werden wir uns auch was einfallen lassen. Also irgendwas wird es da schon geben. Es wird auf jeden Fall noch sehr lange dauern. Und ich bin gespannt, ob wir jemals dastehen werden und sagen werden, jetzt ist sie fertig. Das kann leicht sein, ja. Das kann leicht sein. Ich bin gespannt. Gut, wir haben noch so viele weitere Fragen und wir sind schon wahnsinnig weit mit der Zeit. Ich würde sagen... Oh, ach, ist schon Schluss. Ich habe gerade so Lust bekommen, noch Fragen zu beantworten. Aber gut, wenn Rita nicht mehr will, dann will sie nicht mehr. Es kommt ein Teil 2, freut euch. Es sind noch so viele Fragen und wir wollen ja nicht ein stundenlanges Video machen. Das können wir nicht verantworten. Genau. Aber wir sehen uns ja dann hoffentlich im Teil 2 wieder. Hoffentlich mit eurer Frage, wenn sie noch nicht vorgekommen ist. Und dann sehen wir uns, wie Rita richtig gesagt hat. Baut etwas Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss.